hallo, ich bin der Tobias. Ich wollte ein Haus bauen, ohne mich großartig zu verschulden. Und ja, wie ich das gemacht habe, würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal an. Kommt's rein. Da sind wir hier jetzt im Essbereich. Und ja, wie ist es zu dem ganzen Haus überhaupt gekommen oder was war die Idee dahinter? Also es sind eigentlich zwei Ferienhäuser, die mit einem Wintergarten miteinander verbunden sind. Also so ist erst der erste Teil vom Haus entstanden. Das sind eben so 70 oder 75 Quadratmeter, glaube ich. Und später dann vor 3 Jahren der zweite Teil vom Haus, also der Wintergarten und der zweite Teil mit nochmal der gleichen Größe. Die Anregung dafür ist eigentlich aus dem Urlaub gekommen, wenn man im Urlaub irgendwo in so einer Lodge oder sowas war. Da hat man ja oft so kleine Häuser, wo dann eigentlich ein Raum ist. Und dann haben wir immer gedacht, ja, da bräuchte ich jetzt eigentlich nur noch eine Küche dazu und dann könnte ich da drin wohnen. Finanziert habe ich das Ganze halt über eigene Ersparnisse. Der eigentliche Trick ist ja, dass ich es in 2 Schritten mehr oder weniger gebaut habe. Also ich habe jetzt nicht auf einmal die ganze Summe, was jetzt die beiden Häuser mehr oder weniger gekostet haben, gebraucht, sondern mir hat ja eigentlich als erstes mal ein bisschen weniger gereicht. Also für den ersten Teil mit Grundstück, glaube ich, waren das so 140.000 und ich glaube, der Anbau hat jetzt so 70.000 oder sowas gekostet. Bevor ich das Haus hier gebaut habe, habe ich ja noch nie irgendwas Handwerkliches gemacht. Also ich kann mich noch erinnern, mein Vater, wenn daheim eine Holzterrasse gebaut hat oder so, und ich sollte da mal mithelfen oder so, dann hat der nach 5 Minuten gesagt, ja, geh weg. Ich mache alleine weiter. Aber der Esstisch hier, der ist eigentlich entstanden, weil ich da gerade den ganzen Anbau gemacht habe und Geld sparen wollte. Dann bin ich einfach in die Werkstatt gegangen, habe halt geschaut, was ist noch an Restmaterial oder an Balken, Holz übrig. So ist dann der Esstisch entstanden. Das sind einfach so Balkenkranz hier außenrum und mit Palettenbrettern gefüllt, die dann abgehobelt. Das ist ein Ast, den habe ich einfach aus dem Wald rausgezogen. Und die Lampen selber, das ist eigentlich ganz interessant, das sind von so einem Holzmodellbauboot, das ich mal gebaut habe, waren die noch über so ganz dünne Holzstreifen, die ich oben einfach nur in Karton reingemacht habe. Und dadurch ergibt sich dann die Form. Das sind Kottofliesen aus so Handstrich-Kottofliesen. Das Haus selber hat ja einen Holzboden, deswegen braucht man einen relativ hohen Aufbau vom Boden und muss auf den Holzboden Estrichelemente drauflegen. Sonst würden die ganzen Fliesen nachher brechen. Und ich wollte unbedingt diese runde Kante hier haben. Und deswegen hat sich dann ergeben, dass hier diese Kante am Rand hier ewig hoch ist. Und ich konnte ja nicht irgendeine Leiste davor machen, was hier gebogen ist. Und deswegen bin ich dann hier auf die Sache mit den Mosaiksteinen gekommen und habe einfach einen Sack Mosaiksteine bestellt und die an die Kante hingeklebt. So, also hier haben wir die Hutablage jetzt, eigentlich so der Eingangsbaum sozusagen. Ja, das ist Regal hier. Das war tatsächlich das allererste, was ich selber irgendwann mal gebaut habe. Das hatte ich zu Hause in meinem Kinderzimmer gehabt. Und ja, da sind halt alle möglichen Sachen drin. Der Stier, glaube ich, war eins der ersten Sachen, die ich selber aus Ton gemacht habe. Ja, jetzt würde ich sagen, haben wir genug gesehen hier. Jetzt gehen wir mal in die Küche weiter. Ja, die Küche selber ist eigentlich aus der Verpackung vom Haus. Also das Haus kommt ja auf extrem vielen Paletten. Irgendwie wollte ich die verarbeiten und so ist dann die Idee entstanden, dass man die Küchentüren oder die ganze Front von der Küche aus den Paletten vom Haus baut. Also sieht man hier, das sind einfach immer ganz einfach. Das sind vier Bretter hier, die sind auch nicht mal verdübelt oder so. Die sind einfach mit Konstruktionskleber zusammengeklebt und ja, das hält. Und da ist Sperrholz dahinter. Die Rauten oder die Farbe erstmal hier, die ist eigentlich reingekommen über die Tapete oben. Also da habe ich mich von der Tapetengrundfarbe inspirieren lassen. Die Küche ist hier im Wintergarten, also einmal aus praktischen Gründen. In der Küche braucht man ja Wasseranschluss und Abwasseranschluss. Also hier hinten in dem Eck war früher der Gartenwasseranschluss und auf der anderen Seite von der Wand ist es auch das Bad. Und da konnte ich einfach, indem ich ein Loch in die Wand schneide, an den Kanal ran,
und da die Küche anschließen. Das war mal der praktische Grund. Und der andere Grund, warum die Küche hier ist, weil es einfach, ja, ich finde es einfach schön, weil die Küche so das Zentrum vom Haus ist. Und es ist immer hell in der Küche. Selbst wenn das Wetter jetzt nicht so schön ist, kann man hier meistens ohne Licht arbeiten. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Dann gehen wir weiter zum Richtung Wohnzimmer und hier sehen wir eigentlich auch, ist ein guter Platz, da sieht man schön, wie das ganze Haus aufgebaut ist. Man sieht hier einmal die Balken, das sind 9 cm dicke Balken, aus denen das Haus ist. Und dann muss man innen drinnen so Kanthölzer draufsetzen, also mit so einem Winkel, der so einen Schlitz hat, müssen die an die Wand geschraubt werden. Dann kann sich das ganze Haus setzen, und weil sonst kommt die ganze Wand nachher wieder runter, wenn man das jetzt nicht machen würde. Und dazwischen kommt Isolierung rein, dann noch Dampfsperre drüber und dann wieder ganz einfache Profilholzbretter. Da haben wir jetzt hier mal so die ganz normalen Sitzgelegenheiten. Das mit dem Leder, das ist tatsächlich mehr so inspiriert aus Namibia. Ich wollte halt hier eine Lampe haben und mir dachte, aus was kann ich eine bauen? Und ich hatte dann relativ viel Karton zu der Zeit und habe dann eben hier gedacht, das schaut wahrscheinlich sehr schön aus, wenn man sich so eine Wellpappe anschaut, dass man hier diese Struktur von der Wellpappe sieht und ist dann hier so sandwichmäßig aufgebaut. Der Rest von der Lampe sind irgendwelche Leisten, die über waren, Kabel von einem alten Bügeleisen, glaube ich, und eine Rolle von einer alten Teppichrolle oder so. Der Schrank, der ist auch komplett aus Palettenholz gebaut und eigentlich, genau, wir können hier oben mal schauen. Ich wollte einen Schrank mit so einer Kranzleiste, habe dann damals im Internet geschaut, also man kann solche Kranzleisten kaufen, die sind aber ziemlich teuer eigentlich gewesen. Und deswegen habe ich dann hier 2 Fußbodenleisten zusammengeklebt. Und die Fußbodenleisten, muss ich dazu sagen, die habe ich in rauen Mengen, weil die sind beim Haus dabei. Der Schrank ist komplett um den Fernseher rum entstanden, also um die Hebeanlage des Fernsehs. Also wir können uns das mal anschauen. Auf keinen Fall mag ich, dass man einen Fernseher im Wohnzimmer sieht, also das soll ja kein Fernsehzimmer nicht sein. Und deswegen musste der Fernseher natürlich irgendwo verschwinden. Ja, dann kommen wir hier zum Bad. Ja, beim Bad haben wir hier diese alte Tür. Die habe ich tatsächlich einfach in so einem Antikhandel gekauft, weil ich mir das eingebildet habe, dass hier so eine alte, schwere Tür rein sollte. Früher war hier die Küche gewesen, hier so ums Eck. Ja, ist jetzt Bad und der interessantere Teil ist wahrscheinlich, wenn wir einfach hier rüber gehen. Das ist Bambus, also da habe ich mich inspirieren lassen in Vietnam. Also ich war in Vietnam mal auf so einem Holzboot gewesen. Da war wirklich auch innen, also die ganze Kabine, alles aus Holz gewesen, auch das Bad und so. Und das war so die Inspiration für diese Duschwand hier. Diese Bretter, das eigentlich ist ein Fußbodenbelag, also Parkett aus aufgefaltetem Bambus. Also ich glaube, die Falten des Bambus und so entstehen diese Bretter. Und die sind super fest, also die sind steinhart. Die Fliesen unten, ich glaube, die sind irgendwie aus Portugal, das sind solche Zementfliesen, die werden auch in Handarbeit hergestellt. Die fand ich eigentlich ganz schön, weil die halt auch schön reinpassen, weil die eben auch nicht perfekt sind, genauso wie der Rest. Die Decke, das sind Bambusrohre außenrum, in die habe ich Kabel reingelegt, dass man hier von so einem Schienensystem die einzelnen Strahler anbringen kann. Und oben drüber ist einfach eine Bambusmatte, die ist eigentlich für den Garten gedacht, glaube ich. Und das Kästchen hier, das war eins der ersten Sachen, die ich gebaut habe. Also ursprünglich sollte in dem Kästchen direkt das Waschbecken drin sein, das hat aber nicht funktioniert. Und ich habe es dann eben umfunktioniert, dass halt das Waschbecken auf dem Kästchen drauf sitzt. Ja, wir können noch kurz ins Arbeitszimmer. Also hier wäre hier so der Arbeitsbereich, der Homeoffice-Bereich. Das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Das hier ist die alte Küchenarbeitsplatte. Da war früher der Herd drin, also die Kochplatten. Die Fliesen sind noch vom Bad über gewesen damals. Und habe dann eben die beiden zusammengebaut und die Fliesen in das Ding rein, wo früher der Herd war. Dann können wir gleich direkt mal hier rechts in die Werkstatt oder, ja, ich sage immer, das Kuschelzimmer schauen. Hier mache ich halt die ganzen Sachen hier zum Beispiel mit Ton irgendwie oder mit Knete irgendwas oder irgendwelche Blumen aus Blütenpaste. Ansonsten ist hier einfach riesengroßes Chaos. So wie es jetzt ist schon der aufgeräumte Zustand. Dann können wir einfach weitergehen. Direkt gegenüber ist das Schlafzimmer.
Und hier sehen wir schon gleich mal die wichtigste im ganzen Haus, den Chef vom Haus, die Katze. Ja, ansonsten ist hier im Schlafzimmer, die Nachtkästchen habe ich selber gemacht. Das ist hier, da habe ich Glück gehabt mit den Brettern irgendwie, weil das ist auch wieder wie üblich aus Palettenholz alles. Die ziehen sich normalerweise immer zusammen und dann hat man überall Risse drin und das ist hier gar nicht so der Fall. Hier können wir noch in den Garten rausschauen. Und wo wir schon beim Garten sind, würde ich sagen, gehen wir einfach mal wieder nach unten. So, dann sind wir jetzt hier im Garten. Ja, dann können wir jetzt hier vielleicht erstmal auf das Fundament vom Haus schauen. Der erste Teil vom Haus, der steht ja auf einem ganz normalen Betonfundament. Wohingegen das hier auf solche Stelzen oder auf einer Holzplattform steht, das haben wir deswegen gemacht, weil ich nicht wollte, dass der Garten jetzt nochmal, dass der Bagger durchfahren muss, weil es war ja zu dem Zeitpunkt schon der ganze Garten angelegt. Und ja, ich glaube, da wäre mir das Herz gebrochen, wenn da jemand mit dem Bagger durchgefahren wäre und alles kaputt gemacht hätte. Ja, hier kommt schon gleich mal die Ente, der können wir mal ein bisschen was zum Fressen geben. Ja, jetzt komm. So, ich glaube, die hat jetzt Angst wahrscheinlich, weil das Fernsehen dabei ist. Also hier sehen wir den Pavillon, das ist eigentlich ein wunderschöner Sitzplatz. Naja, jetzt auch mit der Glycinie, die da drüber wächst, schon ein bisschen Schatten ist. Also das ist so ein Platz, wo wir eigentlich immer dann Essen tun oder Frühstücken tun. Das ist ja wunderbar. Das Konzept von dem Garten war eigentlich, dass man sagt, man hat 3 Gärten und das Zentrum ist der Teich. Und jetzt kommen wir gerade in den zweiten Garten sozusagen. Also vorhin waren wir im ersten direkt beim Haus. Hier sehen wir den Teich und noch so eine kleine Plattform, wo man auch sitzen kann. Ja, der Teich war relativ viel Arbeit. Also ausbackern habe ich den Teich vom Gärtner lassen, aber es war relativ viel Arbeit dann, die Teichfolie reinzulegen und die ganze Bepflanzung zu machen. Das mit den Bienen war so eine Art Experiment. Ich habe die seit 2 Jahren und sie haben den Winter überlebt, aber Honig habe ich bis jetzt noch keinen bekommen. Dann kommen wir hier zur Feuerstelle. Das ist auch ein schöner Platz. Kann man so richtig schönes großes Feuer drin machen hier und grillen. Auch hier kann man wunderbar sitzen auf den Sitzsäcken. Johannisbeeren wachsen hier. Jetzt sind wir im dritten Gartenteil, genau. Und das ist mehr so der Teil, wo die Obstbäume sind und das ganze Obst. Also hier haben wir zum Beispiel Erdbeeren oder Rhabarber, was noch über ist. Einen Apfelbaum, Himbeeren da unten. Ja, wichtig war mir bei dem Ganzen, dass ich möglichst ohne mich großartig zu verschulden das machen kann. Und ich finde Holz einfach schön und ich kann gut damit arbeiten. Und man kann viel selber machen mit Holz. Und das ist eigentlich so der Grund, warum ich mich dann für ein Holzhaus entschieden habe. Ja, das war die SWR Roomtour durch mein schönes Haus. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr noch andere spannende und interessante Häuser sehen wollt, dann klickt ihr einfach hier hin. Und ja, ihr könnt es auch machen wie ich und euch direkt bei der Redaktion melden, wenn ihr selber in einem spannenden Haus wohnt oder jemanden kennt, der in einem spannenden Haus wohnt. Und ja, dann macht's gut und ciao.